Unter Bruxismus versteht man allgemein das Knirschen oder Pressen mit den Zähnen, das sowohl während der Nacht als auch tagsüber auftreten kann. Die Deutsche Gesellschaft für Funktionsdiagnostik und Therapie definiert Bruxismus als eine sich wiederholende Kaumuskelaktivität, die durch Knirschen oder Pressen auf den Zähnen und/oder durch Anspannung bzw. Pressen der Kiefer aufeinander gekennzeichnet ist. Im Jahr 2019 wurde erstmals eine S3-Leitlinie zur Diagnostik und Behandlung des Bruxismus herausgegeben. An dieser S3-Leitlinie haben neben der Deutschen Gesellschaft für Funktionsdiagnostik und Therapie sowie der Deutschen Gesellschaft für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde auch weitere ca. 30 Fachgesellschaften und Institutionen mitgearbeitet. Als häufige Auslöser für Bruxismus werden hier psychologische Faktoren wie emotionaler Stress, Angststörungen, Schlafstörungen etc. genannt. Als Behandlungsmethoden werden auch Biofeedback und Physiotherapie empfohlen. Die vollständige S3-Leitlinie und Hintergrundinformationen dazu finden Sie auch auf der Bruxane-Webseite im Bereich Bruxane, Studienfachpresse oder aber auf den jeweiligen Internetseiten der DGFDT bzw. DGZMK. Einige Symptome wie Pressen und Knirschen der Zähne, Reibe- und Knackgeräusche können auch vom Patienten offensichtlich dem Bruxismus zugeordnet werden. Bei anderen Folgesymptomen ist es nicht immer so offensichtlich, dass die eigentliche Ursache im Bruxismus liegt. Die Symptome vom Bruxismus und die daran beteiligten Behandler sind sehr gut mit einem Eisberg zu vergleichen. Offensichtliche Symptome sind zum Beispiel Zahnschmelzabrieb, Kiefergelenksschmerzen, aber auch eine eingeschränkte Mundöffnung oder nächtliche Knirschgeräusche. Der Patient wird deswegen seinen Zahnarzt oder einen Kieferorthopäden konsultieren. Ganz anders bei weiteren Folgesymptomen des Bruxismus, bei denen der Patient gar nicht vermutet, dass sie vom Knirschen kommen können. Beispiele sind hier Kopfschmerzen, aber auch Tinnitus oder Schulterschmerzen, Nackenverspannungen, Rückenschmerzen. Der Patient hat keinen entspannten Schlaf, er hat Gesichtsschmerzen oder auch Schluckbeschwerden. In diesen Fällen wird der Patient seinen Hausarzt oder einen Orthopäden, einen HNO-Arzt, einen Biofeedback-Therapeuten, Schmerztherapeuten oder Physiotherapeuten oder auch einen Heilpraktiker oder Homöopathen konsultieren.